Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Für die Liebhaber der deftigen Kost macht meine Frau heute für uns Handkäse mit Musik. Ein original hessisches Rezept. Die gezeigten Zutaten reichen für 2 Portionen. Wir verwenden hier rote Zwiebeln, die färben zwar etwas, wem dies nicht gefällt, der kann natürlich auch normale Haushaltszwiebeln nehmen. Nur bitte keine Gemüsezwiebeln, die sind nicht geschmackig genug für dieses Gericht. Am besten wird der Handkäse natürlich mit Original Hüttenthaler Frühstückskäse aus dem Odenwald. Der ist mit seinem Aroma unerreicht und wer den nicht bekommt, muss leider anderen Handkäse nehmen und wird diesen einmaligen Geschmack halt nicht ganz erreichen. Trotzdem kann das Rezept natürlich mit allen vergleichbaren Käsesorten probiert werden. Zuerst schneide ich 6 Zwiebeln in grobe Stücke. Dann gibt meine Frau in 600 ml kaltes Wasser 3 bis 4 Esslöffel Weißweinessig. In einem Topf wird Olivenöl erhitzt und die Zwiebeln hineingegeben. Die Hitze darf nicht zu groß sein, da die Zwiebeln nur glasig gedünstet werden sollen. Sie sollen keine Röstaromen bilden. Vier Esslöffel mittelscharfer Senf werden hinzugegeben. Unter vorsichtigem Rühren werden die Zwiebeln jetzt glasig gedünstet. Sobald die Zwiebeln glasig sind, werden sie von der Kochstelle genommen und das Essigwasser komplett hineingegeben. Jetzt wird mit Salz, Pfeffer und Kümmel gewürzt. Wer keinen Kümmel mag, lässt ihn halt weg. Meiner Meinung nach gehört er aber dazu. Er trägt auch zur besseren Bekömmlichkeit bei. Der Sud ist jetzt fertig und die 6 Handkäsescheiben werden ausgepackt. Möglichst ohne sie mit den Händen zu berühren. Glaubt mir, das wollt ihr nicht. Dann packt meine Frau die Handkäse paarweise in ein verschließbares Glas und gibt immer etwas von dem Sud mit den Zwiebeln dazwischen. Wichtig, die letzten Handkäsescheiben müssen vollständig mit Flüssigkeit bedeckt sein. Dann werden sie für mindestens einen Tag kühl gestellt, entweder in den Keller oder in einen kühlen Raum. Der Handkäse fängt bereits innerhalb eines Tages an zu gären. Das ist so gewollt und ergibt das besondere Aroma.
Nach 2 Tagen ist der Gärprozess schon so weit fortgeschritten, dass die Handkäsescheiben schon anfangen zu zerfallen. Das ist natürlich nicht gewünscht und deswegen sollte der Handkäse vorher gegessen werden. In Hessen trinkt man dazu einen Äppler, zu Hochdeutsch Apfelwein. Man kann aber auch gut Bier dazu trinken. Gegessen wird er möglichst mit frisch gebackenem Brot mit Butter. Wie ich das backe, siehe Link hier oben. Der Käse, der hier gezeigt wird, war 2 Tage gereift. Das ist nur was für eingefleischte Handkäsefreunde. So sieht er nach einem Tag aus und ist für jedermann zu empfehlen. Guten Appetit! Bitte lasst ein Abo da und ihr verpasst auch kein weiteres Video mehr von mir. Im Abspann habe ich noch weitere interessante Links für euch. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.